Utopische Architekturmodelle, Tierbauten, Brocken aus dem All, Bauwerke aus organischem Material, Werdendes, Verfallendes, Überwuchertes oder Überwundenes. Ist die Assoziationskette einmal in Gang gesetzt, motivieren die neuen Keramiken von Isa Melsheimer eine Fülle an möglichen Identifikationen, Maßstäben, Geschichten und Verwendungszwecken. Die trotz schwach ausgeprägter Merkmale als Bauten lesbaren Plastiken changieren in ihrer Erscheinung zwischen Fragment und Modell, zwischen Gemachtem und Gewachsenem, zwischen künstlich und natürlich. Und all das befriedet unter Glasuren, die an Ausblühungen, oxidierte Steine, an Flechten oder Erdschichten erinnern. Kristalline Formen und lamellenartige Passagen treffen auf eindeutig architektonische Elemente, seitliche Öffnungen erlauben einen Blick auf die Eingeweide der bautechnischen Konstruktion. Plane, horizontale und vertikale Abschlüsse ordnen die Plastiken eher dem Feld Architektur zu, während an Kristalle erinnernde Auskragungen diesen Eindruck wieder abschwächen und natürliche Formentstehungsprozesse suggerieren. Manche der monumentalen Keramiken ragen fast hüfthoch in den Raum, andere suchen eher die horizontale Ausdehnung. Manche scheinen sich in Kleingruppen zu organisieren, sodass sie in ihrem Modellcharakter und in ihrer Geste der raumökonomischen Verdichtung in die Höhe an die Bebauungsformen urbaner Lebensräume denken lassen. Auf den ersten Blick reihen sich die Keramiken nahtlos ein in die seit Jahren anhaltende Auseinandersetzung der Künstlerin mit unserer gebauten Umwelt. In ihr manifestieren sich kulturelle Geschmacksprägung, gesellschaftlicher Zeitgeist, technische Machbarkeit, städteplanerische Visionen, ökonomische Argumente und politischer Wille. Melsheimer reflektiert in ihrer Kunst die Bedingungen der Entstehung von Architektur wie auch den Wandel ihrer Bewertung. Denn obwohl ein Gebäude vordergründig mit Konstanz und Permanenz konnotiert ist, unterliegt es nach seiner Fertigstellung andauernder Veränderung. Und zwar nicht nur hinsichtlich seiner materiellen Qualität und seines Erscheinungsbildes, sondern auch im Hinblick auf seine ästhetische Bewertung. Trotzdem ist das ästhetische Urteil im Entscheidungsprozess für ein Gebäude noch vielfach ausschlaggebend und sticht andere Argumente wie Funktionalität oder Praktikabilität aus. Vor diesem Hintergrund sind Melsheimers neue Keramiken zu sehen, die erstmals keine konkreten Gebäude oder Architektursprachen reflektieren. In früheren Projekten hatte sich die Künstlerin mit dem Brutalismus der Nachkriegsmoderne oder der Architekturbewegung des Metabolismus im Japan der 1960er Jahre beschäftigt. Oder sie machte konkrete Bauwerke von heute teils vergessenen Architekten wie Werner Kallmorgen, Ulrich Müther oder Heinz Isler zum Ausgangspunkt ihrer Werke. Während diese konkreten Architekturreferenzen nun fehlen, findet sich in der Figur des Kristalls, wie er uns in den neuen Keramiken wiederholt begegnet, ein Formsymbol, das deutlich in Verbindung mit früheren Projekten der Künstlerin, wie zum Beispiel den O-Hauses, steht. Ihnen lag die Auseinandersetzung mit Paul Scheerbarts Texten zu und Bruno Tauts Glasarchitektur und der damit zusammenhängenden, in die Romantik zurückreichenden Identifizierung der kristallinen Form als Ausgangspunkt architektonischen Denkens zugrunde. Die Kristallisation ist ein Prozess der Selbstorganisation von anorganischem Material. Im Kristall wird sozusagen das Ordnungsprinzip der Natur sichtbar. Und diese Formfindung in Analogie zur Architektur zu setzen, liegt quasi nahe. Im Kristall verschmelzen somit Natur und Kunst. Er bringt die Versöhnung von Disparaten zustande. Neben der Reflexion auf dieses quasi versöhnliche Potenzial des Kristalls fußen die Keramiken der Werkgruppe Fortlaufender Prozess der Verbesserung auf der von der Künstlerin zuletzt intensivierten Auseinandersetzung mit Animal Architecture, den von Tieren gebauten Behausungen. Diese werden zumeist nicht nach ästhetischen Kriterien gebaut, sondern müssen bestimmte Funktionen erfüllen. Ein Charakteristikum von Tierbauten ist es zudem, dass sie bei Bedarf überarbeitet und adaptiert werden. Und damit spiegeln sie ein virulentes Thema im aktuellen, auf Nachhaltigkeit bedachten Architekturdiskurs, wo unter den Stichworten Care und Repair Adaptierungen, Ergänzungen, Umbauten oder Reparaturen an die Stelle von Neubauten treten. Betrachtet man Architektur als Sediment und damit als einen genuin plastischen, weil additiven Prozess, so haben auch etwaige Spuren der Zeit ihre Berechtigung und können als impulsgebende Einlagerungen produktiv gemacht werden. Architektur als fortlaufender Prozess der Verbesserung. Dieser Titel der Ausstellung
wie auch der Werkgruppe, stammt aus einem Text der Architekturtheoretikerin Sarah Nichols über Gebäude als Gegenstände der Pflege. Architektur, verstanden als kontinuierlicher Prozess der Pflege und Optimierung, verabschiedet sich von der Idee einer finalen Setzung und öffnet sich stattdessen hin zu einer potenziell nie abgeschlossenen architektonischen Handlung. Damit einher geht auch der Abschied von der Idee einer mit AutorInnenschaft verknüpften Architektur. Ebenso unabsehbar wie die künftigen Anforderungen an ein Gebäude sind jene Handelnden, die einst mit Adaptionen darauf reagieren und so als Co-AutorInnen firmieren werden. Es ist diese thematische Gemengelage von Architektur als zeitlich unbegrenztem Prozess, kombiniert mit einer offenen AutorInnenschaft, die im Zentrum von Isa Melsheimers in den vergangenen Monaten entstandenen neuen Keramiken steht. Lässt man sich auf das Spiel des hybriden Erscheinungsbilds dieser Plastiken ein, das zwischen modellhaften Versuchsanordnungen menschlicher Unterkünfte und Behausungen anderer Lebewesen, zwischen menschengemachtem, tierischem und gewachsenem oszilliert, dann legen die Keramiken nahe, dass dieser architektonische Prozess nicht mehr in den Händen von Menschen alleine liegt, dass er nicht mehr in einer anthropogen überformten Welt angesiedelt ist. Vielmehr scheint es, als würde der Künstlerin Donna Haraways Zeitalter des Cthulhuzäns vorschweben, in dem alle möglichen Arten und Kreaturen gemeinschaftlich existieren und handeln. Mit Cthulhuzän lieferte die amerikanische Wissenschaftstheoretikerin einen kritischen Gegenentwurf zum in den letzten Jahren heiß diskutierten Anthropozän, dem von Menschen geprägten Erdzeitalter. Haraway verabschiedet den Menschen aus der Position des alleinigen Verfügers und macht ihn zu einem unter vielen, zu einem Teil in einem Gefüge aus wahlverwandtschaftlich organisierten Wesen. Das Cthulhuzän zeichnet sich auch dadurch aus, dass es ein Zeitalter des fortdauernden Lernens, Adaptierens und Verhandelns sein muss, was an die im Titel formulierte Prämisse von Melsheimers Keramiken erinnert. Architektur im Cthulhuzän ist weder zeitlich noch formal abgeschlossen, das Spektrum der Handelnden reicht von Menschen bis zum Mikroorganismus. Durch die Einbeziehung auch nichtmenschlicher Handelnder bringt Architektur im Cthulhuzän notwendigerweise bisher unbekannte Ästhetiken, Maßstäbe, Materialien und Werkkonzepte zutage. Isa Melsheimers Keramiken lassen ahnen, wohin die Reise gehen könnte.